Hallo! Wir sind's. Heute mal so in Retro-Look. Neue Session. Session 25 ist das jetzt. Genau. Es ist Sommer, es ist warm und wir schwitzen und unser erstes Thema ist, was vermissen wir? Genau. Okay, also wir zocken Jahr um Jahr und unsere Ansprüche werden immer größer, steht hier. Wagen wir auch mal einen Blick zurück? Machen wir mal, ne? Gab es was heute es gar nicht mehr so gibt, aber wir vermissen? Ich glaube schon. Ja? Was denn? Genres. Okay, also wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, welche Game-Genres, die es heute nur noch selten gibt, vermisst du am meisten? Und die haben Folgendes gesagt. Ich finde so die alten Rollenspiele, so wie Might and Magic oder sowas, so in der Art, oder Baldur's Gate, auch diese neuen Pillars of Eternity, da werde ich nicht so warm mit, wie mit den alten. Also von daher... Ich habe bei Indie-Games den neulich, ist schon ein bisschen her, den Buddy Simulator gespielt. Und das ist ein Text-Adventure, aber mit ein paar geilen Effekten. Und es gibt, was ich halt gerne hätte, wären Text-Adventures, die kann man im Stream, kann man die wunderbar spielen, aber auch einfach mal so. Text-Adventures, die wirklich nur Text-Adventures sind, ne, so mit dem alten ASCII-Code und sowas, wo aber dann zwischendurch immer mal wieder Effekte reinkommen, wie so ein Flimmern, irgendwas, bla, oder plötzlich erscheint irgendwas, irgendwie sowas, das kann man wunderbar kombinieren. Also Buddy Simulator, große Empfehlung, oder wie hieß denn das andere nochmal, mit dem Text-Adventure? Ich hoffe mal, ich kann auch zwei nennen, weil das wäre einmal Dungeon Crawler tatsächlich, die gibt es irgendwie fast gar nicht mehr. Und diese klassischen Rollenspiele von früher, so die in Richtung Pillars of Eternity oder auch Divinity Original Sin jetzt doch nochmal wieder kommen, aber tatsächlich mal Jahre dazwischen liegen. Slapstick. Also Slapstick gibt es wenig. Ich bin ein großer Stan und Olli-Fan. Ich habe gerade die Biografie von Stan gelesen im Urlaub, von Stan Laurel, und damit bin ich halt groß geworden. Stan Laurel, Oliver Hardy. RTS. Ich glaube, dazu kann ich nicht viel sagen. Kann ich nicht. Dazu spiele ich zu kurz, als dass ich dazu was sagen kann. Adventure-Spiele. Untold Stories oder Stories Untold, der erste Teil. Unbedingt mal ausprobieren. Wahnsinnig geil. Schlicht, aber genial. Ja, drängt sich die Frage auf, wie sieht das bei uns aus? Irgendwie, es gibt ja mal diese Behauptung irgendwie, die Inflation der Spiele, die ist ja so groß. Der Pile of Shame wird immer größer. Genau, und man hat so viel Auswahl. Aber ich glaube, es gibt zwei Haken an der ganzen Geschichte. Nur zwei? Naja, zumindest zwei, die jetzt gerade hier reinpassen. Okay. Und das erste ist, man hat ja Bock auf was Bestimmtes manchmal. Und das dann zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht gibt es das, aber ich habe keinen Schimmer wo. Ja. Und das zweite ist, vielleicht ist es auch momentan tatsächlich einfach rar. Ja, früher hat man irgendwie so ein Spiel gehabt, das hattest du dann besonders gerne. Das hast du dann irgendwie 9-mal hintereinander gespielt. Und dann hast du es nochmal gespielt, weil gab halt nichts anderes. Wir hatten ja nix. Das stimmt aber auch. Und heute hast du schon eine größere Auswahl, aber dann ist es irgendwie eher so, ich habe jetzt voll Bock auf Schleichen, ja? Dann spielst du ein Schleichspiel, stehst das nächste Schleichspiel und dann denkst du, das nächste Schleichspiel, was ich jetzt spielen könnte, ist aber nicht so gut wie das, was ich gerade gespielt habe. Also so ein klassischer Stealth-Shooter. Zum Beispiel. Ja. Sowas wie Thief oder Splinter Cell oder sowas, ja? Ja, genau. Ich hätte jetzt eher an Richtung Thief und Dishonored gedacht. Oder Deus Ex. Deus Ex, ja, genau. Na? Mach doch mal wieder ein neues Deus Ex. Das finde ich gut. Ja. Aber, das ist tatsächlich schwierig, ne? Was ich zum Beispiel als Kind total gerne gespielt habe, sind diese ganzen LucasArts Adventure. Und es gibt ja so Spieleschmieden auch in Deutschland zum Beispiel. Ich meine, Deutschland hat, glaube ich, sehr lange am Adventure-Genre festgehalten.
Dedelic zum Beispiel, die haben tolle Adventure gemacht. Ja. Haben wir viele von gespielt. Aber auch das geht jetzt so langsam in eine etwas, manchmal in eine etwas rollenspieligere Richtung oder so. Und weil Adventures verkaufen sich tatsächlich nicht mehr so gut, habe ich den Eindruck, auf dem Markt. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, es gibt, wenn man irgendwie so durch den Saturn geht, und das wird auch, selbst das wird immer weniger, weil die haben generell immer weniger Spiele, habe ich den Eindruck. Ja. Aber da gab's immer so eine Ecke, irgendwie, ich habe immer gesagt, das ist die Wimmelbild-Ecke. Ja, da gibt's irgendwie 1000 Spiele, die kein Mensch kennt, wo du dann irgendwie so kleine Adventure-artige Point-and-Click-Sachen spielen kannst, von irgendwelchen Krimis oder irgendwas, Grusel oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und dann irgendwie kann man darauf zurückgreifen. Es gibt Leute, die sind nischig unterwegs und spielen nur den Kram. Aber so die großen, ich hätte jetzt fast gesagt, Blockbuster-Adventure. Also die jeder kennt, die jeder gespielt hat, gesagt hat, boah, das war echt eine tolle Geschichte, spannend erzählt, lustige Charaktere. Das wird weniger, habe ich den Eindruck. Irgendwie schade. Ja, warum liegt das? Zum einen auf jeden Fall, also es gibt noch viele davon, ne? Also, aber trotzdem ist die Produktion mittlerweile sehr anspruchsvoll geworden. Ja? Das heißt also, die Leute erwarten unheimlich viel, ne? Und da ist es halt schon eine Sache, Spielzeit von so einem Adventure ist nicht so lang, ne? Und dann rechnet sich das irgendwie nicht, ne? Weil der Aufwand größer ist als das, was nachher dabei rauskommt. Und ich glaube, damit hat das auch zu tun, dass es auch viel weniger gibt, einfach, ne? Wie weniger gespielt wird, weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht so sagen. Das weiß ich nicht. Das ist so ein typisches PC-Ding, so ein Adventure, ne? Weil normalerweise war es ja immer so, mit Maus und Tastatur hast du die Dinger gespielt, ne? Und auf der Konsole Adventure spielen, ja. Aber die modernen Adventure sind ja auch diese ganzen Indie-Titel, wo du durch irgendwelche Horrorhäuser läufst und Dinge findest und Sachen miteinander kombinierst und hast du nicht gesehen. Das sind doch eigentlich die modernen Adventure, wenn du so willst. Ne? Die haben auf jeden Fall sehr viel Adventure-Elemente. Das heißt, wir wollen sehr viel mehr rein in diese Welt gesaugt werden und diese 2D-Screens, sag ich mal, die wir früher hatten, den wich halt irgendwie, oder andersrum, die wichen dieser 3D-Welt halt, glaube ich. Ne? Ja, das kann sein. Für mich war ein klassisches Adventure immer Point-and-Click. So irgendwie, wo du so eine lange, irgendwie gemalten Hintergrund hast, irgendwie und konntest dann irgendwie von rechts nach links gehen und ganz früher war es halt gepixelt, ne? Und gut, Pixelspiele sind bei den Indies jetzt auch teilweise wieder ein bisschen im Kommen, aber nicht im Stile der alten Point-and-Clicks. Da gibt's noch ganz wenige. Letztens habe ich noch mal wieder eins gesehen, das war auch richtig cool, aber ist halt auch mega nischig. Ja. Ich habe mal den kläglichen Versuch gemacht, wir haben bei DevPlay übrigens diese Sendung auch schon mal gemacht, also so ein ähnliches Thema, also ich glaube auch Missing Genres oder so, oder Sachen, die es heute nicht mehr gibt. Und da hatte ich den kläglichen Versuch gestartet, zu erklären, was ich so vermisse. Was ich vermisse ganz konkret sind Dungeon Crawler, aber nicht irgendwelche Dungeon Crawler. Da gibt's ja alle möglichen, ja. Also da versteht man mich vielleicht falsch oder so. Was ich meine ist, sowas wie Ultima Underworld, ja. Ultima Underworld hatte, oder Arx Fatalis. Arx Fatalis war ja so im Geiste so ein Nachfolger davon, ne. Und diese Dinger, die sind halt irgendwie, du wirst in einen Dungeon reingeschmissen, hast irgendwie gar nichts, bist in so einer 3D-Welt, hast sehr viele Möglichkeiten, du kannst springen, du kannst laufen, du kannst Magie wirken, du hast Fernkampf, du hast Nahkampf, du hast Dialoge mit NPCs, du kannst Quests annehmen oder auch nicht. Die ganze Welt ist irgendwie sehr open-worldig gemacht und das Einzige, was dich daran hindert, irgendwie in den nächsten Abschnitt zu kommen, ist vielleicht mal eine Tür oder irgendwie ein Abhang, den man hochklettern muss oder irgendwie sowas und du musst halt immer irgendwie, also das meine ich. Und dann nicht diese 90-Grad-Drehdinger, die sind zwar auch ziemlich, aber die sind super retro und das hat mir noch nie so richtig gefallen. Also ich wollte lieber so richtig drin in der 3D-Welt, dass ich mich frei bewegen kann und so weiter. Und sowas am besten in VR. Ne, das wäre natürlich perfekt. Und da muss ich dazu sagen, ich habe Skyrim gespielt, ne, und da habe ich unheimlich viel davon tatsächlich auch bekommen, diese Dungeon-Crawlerei, so, ne. Das heißt, dass du mit deinen Fähigkeiten, die du bis dahin erlernt hast, tatsächlich durch so Dungeons kriegst,
kriegst, ne? Da war dann auch schon so mein Hunger danach gestillt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat sehr viel davon von dem, was ich meine. Ne? Vor allem dieses freie Welt, das finde ich sehr, sehr wichtig, gerade bei sowas. Ne? Naja gut, aber mal so ein neues Ding, was du da beschreibst, ist ja vor allen Dingen auch ein großes Open-World-Rollenspiel. Mit allem, was dazugehört. Ja. Ne? Das hast du ja gerade aufgezählt, aber halt unter der In dem Dungeon, ja. Und dazu eine spannende Geschichte irgendwie, die neu ist, die ein bisschen unheimlich ist, dass du irgendwie so ein beklemmendes Gefühl hast und dann deinen Weg irgendwie finden musst, nicht weißt, was ist oben. Ja. Das ist ja auch immer spannend. Ja. Ne? Ja. Nicht zu wissen, was ist am Ende, das ist tatsächlich rar. Es gab mal so ein Spiel, das wolltest du mir mal zeigen, das ging genau andersrum. Du fängst oben in der Oberwelt an und musst irgendwie ganz nach unten. Eden hieß das, glaube ich, ne? Mhm. Project Eden. Project Eden, Ja. genau, ne? War aber unfassbar schwer. Ja gut, Project Eden hatte mehr so ein Lost Vikings Prinzip. Es gab 4 Typen, die konnten unterschiedliche Dinge, ja, ganz einfach. Es gab einen Roboter und 3 weitere Menschen. Der Commander konnte mit seiner Keycard, weil er Commander war, durch die Kommandotüren gehen. Der Mechaniker, der konnte kaputte Türen reparieren. Der Roboter, der konnte alle lebensbedrohlichen Dinge überwinden, zum Beispiel irgendwie Elektrizität, da konnte der durchlatschen, oder der konnte durch Giftwolken gehen oder Gas oder sowas, oder zu kalt, zu warm, irgendwie so. Das heißt also, alles, wo Menschen nicht existieren können, da konnte man eben den Hahn abdrehen und dann konnten die Menschen nachrücken. Und die Frau hatte noch irgendwas, ich glaube, die konnte gut klettern oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann waren da unten irgendwie zombie-eske Viecher und du musstest halt immer tiefer in die Welt und da das Rätsel der Welt lösen. Das hatte sehr viel davon, das stimmt. Aber es war auch super, super schwer. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch funktionieren würde, wenn man das als Good Old Game oder so mal rauskramt irgendwie, ne? Das, aber war cool, ja. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe das einfach nicht geschafft. Das war mir viel zu schwer. Ich habe versucht, das irgendwie mit dem Gamepad zu spielen. Das hatte ich null Chance. Ja, das hatte so eine sehr eigenwillige Steuerung, ja. Gut, da kennen wir uns mit aus, touché, aber das war schon sehr schwierig. Hey, unsere Spiele habe ich durchgespielt. Das habe ich nicht gefragt. Ich bin ja so neugierig, ja. Ich wollte gerne wissen, was passiert denn jetzt am Ende. Ich finde die Geschichte so spannend. Ich habe es nie erfahren. Ja. Ja. Oh, das hätte dir gefallen, das Ende. Toll. Eigentlich müsste man das noch mal rauskramen. Okay. Ja gut, was gibt's noch? So reine Strategietitel gibt es. Ne? Es gibt RTS mittlerweile, Aufbaustrategie. Ne? Versus No Man's Sky habe ich hier stehen. So, das gibt immer so diese ganzen alten puren Spiele. Gibt's so Genre-Mixes mittlerweile. So, das heißt von allem irgendwie etwas. Die gleichen sich ein bisschen an, die Spiele. Das heißt, irgendwie muss ein Spiel immer irgendwie alles können mittlerweile. Und dieses pure Adventure, dieses pure Rollenspiel, dieses pure Shooter, purer Strategiegedöns oder so, das gibt's eigentlich selten. Die verbinden die immer mit irgendwelchen Steigerungsmöglichkeiten, ne? Man möchte sich grinden können, man möchte irgendwas craften können, man möchte irgendwie am besten eine 3D-Umgebung haben. Sammeln, mit Typen reden, Quests annehmen, die epische Geschichte, die cineastisch inszeniert ist, am besten in jedem Spiel, egal welches Genre. Und ich glaube, dass da hat das auch ein bisschen mit zu tun. Das ist halt so, der Anspruch ist einfach gewachsen. Ne? Das heißt, wenn ein Spiel daherkommt und nur eine Sache wirklich gut macht, hat es seinen Markt, keine Frage. Es gibt unendlich viele Indie-Titel, die das machen, ne? Die halt sehr viel weniger von das Ganze irgendwie, aber eine Sache ziemlich gut machen. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Das heißt also, wenn einer ein kleineres Budget hat, so wie ein Indie-Studio klassischerweise, dann konzentriert er sich auch auf diese Genres, von dem er glaubt, der Indie-Entwickler, dass es Leute spielen möchten. Oder wo die sagen, oh, sowas habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ja, das geht nämlich wieder dann zur ersten These. Das heißt, dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas entwickeln. Die haben aber nicht besonders große Reichweite. Und dann, wie kommt der Spieler zum Spiel? Ne? Das heißt, wo werden diese nischigen Sachen angeboten, dass du quasi weißt, da würde ich das jetzt finden, weil es doch genug Entwickler mittlerweile gibt, weil die wachsen ja. Also es gibt mehr Entwickler heutzutage, die überhaupt sowas machen, weil der Weg dazu im Grunde genommen einfacher geworden ist, nur die Ansprüche höher. Und dann muss man quasi sich durch die
Tiefen des Internets wühlen, um ein Spiel zu finden, was jetzt genau das bedient, was ich haben möchte. Ja. Und ich habe festgestellt, gibt ja nichts mehr, ne? Gibt ja nichts mehr. Ist ja nichts mehr, ist ja nichts mehr. Ne? Ist ja alle dasselbe und nichts mehr ist nichts mehr, ne? Gibt's nicht. Blödsinn. Man ist nur zu faul zum Suchen, habe ich festgestellt. Also ich persönlich. Ich habe sehr viel gesucht und habe auch sehr viele gute Spiele gefunden in letzter Zeit. Ne? The Sinking City ist zum Beispiel. Und Assassin's Creed hat sich gewandelt, ist sehr, sehr interessant geworden, auch für mich jetzt so, ja, weil die haben halt sehr viele Rollenspielkomponenten mit reingebracht, eine ganz fette Prise Witcher mit reingetan, die Charaktere sind geil gezeichnet. Man hat halt sehr viel Grinding mit drin gemacht, also dieses Rollenspielelemente mit reingebracht. Also das finde ich super. Ne? Also da gibt es auch, da muss man halt mal wagen, auch mal andere Sachen wieder sich anzugucken oder so. Und ich bin sehr häufig fündig geworden tatsächlich. So. Ne? Hier Greedfall habe ich gespielt, fand ich großartig. Ne? Gut, Open World ist halt etwas anderes bei denen so, ne? Die haben halt sehr viele linearen Dinge da eingebaut, aber gut, Dragon Age Origin hat das auch gemacht und war auch gut so, ne? Es ist halt je nachdem, was man gerne möchte, aber ich bin halt einer, der möchte gerne maximale Freiheit, halt so Spiele, die wir auch machen, ne? Und bei Assassin's Creed Odyssey bin ich tatsächlich fündig geworden, muss ich sagen. Ja, das fühlt sich viel mehr an wie ein Rollenspiel. Ja. Und das ist echt gut gemacht, so, ne? Es ist ein Assassin's Creed, keine Frage. Und, aber es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Es macht Spaß. Ja, also suchen lohnt sich. Ne? Mal stöbern und nicht jede Meinung anderer Leute sofort irgendwie für bare Münze nehmen, auch wenn man die gut kennt. Manchmal ist es so, erstmal selber gucken. Ne? Vielleicht mal einen Streamer beobachten, ne? Mal gucken irgendwie, wenn die das spielen und so, da sieht man ziemlich schnell, ob das was für einen ist oder nicht. Weil ich traue nämlich so ein bisschen diesem Leumund nicht mehr. Ne? Das ist so, dass man sagt irgendwie, ja, das musst du unbedingt gespielt haben, das ist total super. Naja, es sind alles Genre-Mixes heutzutage und wie viel Prozent von welcher Sache, die du geil findest, ist jetzt in diesem Spiel drin? Weil sagen tun sie dir meistens, es ist alles drin. So, ist immer alles drin. Das ist und riesig und toll und wow und dann spielst du das und dann denkst du dir, ja, aber ich hätte noch ein bisschen mehr davon und so. Aber der Spieler wäre ja auch mehr anspruchsvoller, ne? Ist ja auch so. Ne? Das muss man ja einfach mal sagen. Ne? Und jetzt sind nicht nur grafisch oder so, sondern auch spielerisch. So diese Komfortfunktionen und diese ganzen Sachen. Da ist man schon so ein bisschen Diva geworden als Spieler, ne? Wenn da irgendwas kneift oder so, oder die Steuerung, wieso funktioniert diese Taste nicht, das ist doch immer springen, wieso ist das hier jetzt ducken oder sowas, ne? Dann ist man auch ziemlich schnell dabei. Finde ich kacke oder so, ne? Oder? Ja, das ist interessant. Da habe ich mich auch schon gefragt, woran liegt das? Ist es deswegen, weil wir irgendwie mittlerweile in einer Altersphase sind, in der die Zeit rar ist irgendwie? Da willst du dich nicht mehr so lange mit irgendwas auseinandersetzen irgendwie. Früher als Jugendlicher irgendwie hattest du da mal Nachmittag überhaupt nichts zu tun. Ja. Hast dich dann stundenlang mit so einem Spiel auseinandergesetzt, irgendwie, bis du es irgendwann zum Laufen gekriegt hast. Sowas gibt es irgendwie heutzutage gar nicht mehr, ne? Man nimmt sich vielleicht die Zeit nicht mehr, man weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau, ja, das ist aber, ne, jetzt müsste ich mal einen 13-Jährigen fragen, wer das sieht. Oder ob der vielleicht eher mit irgendwie seinen Kumpels irgendwie Online-Gaming betreibt. Das ist natürlich so eine Sache. Spannend. Gut, das ist vielleicht auch eine Geldfrage, ne? Weil Fortnite ist umsonst, deswegen spielen es auch unheimlich viele, zumindest anfangs war das so, auch viele Kinder, ne? Und ja, ich weiß nicht, wo wir mittlerweile gelandet sind. Vielleicht kostet es mittlerweile Geld. Ich habe den Anschluss verloren. Nee, ich glaube nicht. Also die haben jetzt halt sehr viele Möglichkeiten, Sachen dazu kaufen zu können. Ne? Ich glaube, darüber machen die ihre Kohle. Naja. Das sind irgendwelche Skins und Gedöns und irgendwelche Tänze und irgendwas, was weiß ich. Ich habe es nicht gespielt. Ja, ich sehe nur, dass irgendwie die Kinder in der Klasse unseres Sohnes sehr begeistert waren eine Zeit lang. Aber das ebbt auch wieder ab jetzt. Ne? Muss man dazu sagen, unser Sohn zockt auch. Jetzt hat er SpongeBob 3-mal durchgespielt, glaube ich sogar. Ne? Stimmt, ja. Also hier das Remake, ne? Und ja, super. Auch ein Zocker. Ja. Wo das wohl her? Er hatte keine Chance. Also, ne? Okay, hast du eine Community-Frage? Ja. Die erste Frage ist, Björn, was hast du denn für eine VR-Brille? Ja, was habe ich denn für eine VR-Brille? Ich habe die Wald- und Wiesen PlayStation 4-Brille habe ich und habe damit Skyrim gespielt, ja. Genau, ich glaube, damals, als wir uns entschieden haben, eine VR-Brille zu kaufen, haben wir gedacht, was zocken wir am häufigsten und was ist trotzdem nicht so teuer, um es mal auszuprobieren. Und dann haben wir uns für die PlayStation entschieden. Ist mittlerweile nicht mehr die beste, das weiß ich auch. Und ich weiß nicht, vielleicht würde mir auch nicht so schlecht, wenn ich eine andere hätte. Ja, gibt ja so viele Alternativen.
Oculus Quest wäre etwas, was ich mir mal angucken wollte immer, ne? Aber mittlerweile sind wir da auch schon drüber hinaus, weil das war letztes Jahr, glaube ich, irgendwie der heiße Scheiß, ne? Und ja, muss ich mal gucken. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Mal gucken, was die neue Generation bringt. Die wollen ja jetzt auch eine neue machen. Man bräuchte mal wieder eine schöne Messe, wo man sowas einfach mal raustesten kann. Jetzt bohrt's wieder eine Wunde. Entschuldigung, aber ja. Ja. Und die zweite Frage hau ich noch hinterher, weil das ist nur eine ganz kleine. Da fragt einer, wie oft denken Leute eigentlich, dass du eine Witcher-Halskette umhast? Das kommt ab und zu mal vor. Und zwar, je älter wir alle werden, ja, desto älter wird auch Gothic und die Schläfermaske, ja, wird nicht mehr so häufig erkannt. Und darum ist das so, glaube ich. Ne? Und Witcher ist halt sehr viel präsenter, weil es ja halt größere Projekt, ganz einfach. Ja. Ja. Aber andersrum funktioniert es tatsächlich immer noch häufiger, Wie meinst du das? dass Leute das erkennen. Ach so, ja. Also es gibt mehr Leute, die denken, das ist Gothic, als Leute, die denken, das ist Witcher. Also, hoffentlich habt ihr damit die Frage beantwortet bekommen und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Becken TV. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, das liegt aber auch an deiner Glatze. Die erkennen dich.